Also Frankenstein steht hinter allem. Hallo und herzlich willkommen zu Frankensteins Kaiju-Kunde. Bei uns kommt es auf die Größe an. Wenn es im Kaiju-Eiga eine Figur gibt, die nicht nur eine Gottheit symbolisiert, sondern tatsächlich auch eine ist, dann ist es ohne Zweifel Shin Godzilla. Diese Version vom König der Monster ist derart brachial und konsequent im Umgang mit dem Homo sapiens, dass er diesen Titel auch verdient. Die Bezeichnung Shin Godzilla bedeutet nämlich der neue Godzilla oder auch der göttliche Godzilla. Der Film erschien am 29. Juli 2016 in den japanischen Kinos und feiert somit heute seinen 10. Geburtstag. Wie genau dieser Beitrag den Verlauf des Kaiju-Eiga-Genres beeinflusst hat, welche Symbolik er hat und warum Godzilla in dieser Form eine Gottheit ist, wollen wir uns nun einmal näher anschauen. Wir wünschen euch viel Spaß mit dem Video. Die klassische Godzilla-Reihe der Toho endete zu seinem 50. Geburtstag 2004 mit dem Film Final Wars. Dann gab es 10 lange Jahre, in denen der König der Monster beinahe totgesagt wurde. Doch kreative Köpfe und Fans des Königs konnten in Hollywood die Finanzbuchhalter davon überzeugen, dass eine erneute und diesmal bessere amerikanische Variante Godzillas gutes Geld einspielen würde. 2014 zu Godzillas 60. Geburtstag erschien der erste Teil des Monsterverse in den Kinos und zeigte den Zuschauern eine sehr gute Umsetzung des Königs. Hollywood hatte es nach dem Misserfolg von 1998 geschafft, den Fans als auch dem breiten Kinopublikum ein Godzilla zu präsentieren, der glaubhaft die Tradition des Originals verkörpert, als auch im Bereich der visuellen Effekte punkten konnte. Bis heute zeigt uns amerikanische Monsterverse bombastische Kaiju-Blockbuster. In Godzillas Heimatland Japan wurde der jedoch nie vergessen. Dass die Millennium-Ära des Königs so durchwachsen war, wie sie nun einmal war, hat mehrere Gründe. Augenscheinlich war zu dem Zeitpunkt Godzillas Popularität ein Relikt aus alten Zeiten. Doch das japanische Filmstudio Toho und Millionen Godzilla-Fans weltweit hatten den König nicht aufgegeben. Jeder Fan wusste tief in seinem Herzen, dass es irgendwann wieder soweit sein wird, dass der japanische Godzilla erneut die große Leinwand des Kinos erobern wird. Mit Shin Godzilla präsentierten uns die beiden Regisseure Hideaki Anno und Shinichi Higuchi einen Film, der unberechenbarer nicht sein könnte. Shin Godzilla widersetzt sich allem bisher Gezeigten, was im Kaiju-Eiga-Genre üblich ist. Wir wollen heute nicht die komplette Produktionsgeschichte von Shin Godzilla vorstellen, auch wenn diese so unglaublich spannend ist. Wichtig zu seinem Jubiläum ist der Stil des Films. Und dieser ist wie schon erwähnt komplett anders und zugleich einzigartig im Kaiju-Eiga. Fangen wir doch gleich mit Godzilla selbst an. Godzilla erscheint zuerst in verschiedenen Formen. Zu Anfang sehen wir nur seinen gigantischen Schwanz, danach ist er teils amphibisch, aber zeigt immer noch Merkmale von Tiefseefischen. Kurz darauf entwickelt er sich zu einem zweibeinigen Riesen. Doch seine ultimative Form erreicht er erst später. Shin Godzilla hingegen ist tatsächlich göttlich. Keine irdische Macht kann ihn aufhalten. Alle möglichen Waffen sind gegen ihn wirkungslos. Die amerikanischen Bomber, die ihre bunkerbrechenden Bomben auf Godzilla abwerfen und ihn auch tatsächlich verletzen können, werden innerhalb von Sekunden vernichtet. Godzillas Hitzestrahl ist auch der mit der meisten Power und Zerstörungskraft im Genre. Sein heißer Atem entwickelt sich zu einer brennenden Atombombe bis hin zu Präzisionslaserstrahlen, die alles und jeden zerteilen können. Seine Existenz war zu Anfang ein Lebewesen aus der Tiefsee. Doch als die Menschheit verseuchte Fässer von Atommüll in den Pazifik entsorgte, mutierte dieses Wesen zu einer fleischgewordenen Hybris, die die Menschheit dafür büßen lässt. Das augenscheinlich wirtschaftsstarke Japan kann damit aber nicht umgehen. Shin Godzilla dient als Metapher der Regierung als auch der Behörden im Umgang mit der Katastrophe rund um die Folgen des Tsunami sowie des AKW Fukushima von 2011. Kompetenzen von Verantwortung sind nicht genau definiert. Eingefahrene bürokratische Vorgänge usw. lehnen die Regierung adäquat, die Bevölkerung zu schützen. Und im Grunde können sie mehr auch nicht tun. Dasselbe passiert auch bei Naturgewalten. Treten sie einmal auf, kann man nur versuchen, die Auswirkungen so gering wie möglich zu halten. Godzilla ist so allmächtig, die Zerstörung, die er anrichtet, hätte auch die beste Regierung der Welt nicht aufhalten können. Daran liegt auch eine der vielen Botschaften des Films. Zuerst an die Menschen denken, den Gegner aufhalten und besiegen ist eine andere Sache. Shin Godzillas allgegenwärtige Macht ist unglaublich. Den Menschen gelingt es nur mit ganz viel Glück und wahnsinnigen Ideenreichtum, einen Weg zu finden, ihn zum Schluss vorerst bewegungsunfähig zu machen. Beim erneuten Aufwachen würden nämlich amerikanische Atombomben auf Shin Godzilla detonieren und somit Tokio auslöschen. Doch das ist wiederum ein Thema für sich.
Wenn man sich Godzilla und die anderen Titanen aus dem Monsterverse anschaut, so werden diese auch als göttliche Wesen betrachtet. Jedoch ist der Subtext anders. Die Kaiju werden hier als Titanen bezeichnet, was die schiere Macht dieser Wesen somit auch wörtlich definiert. Ihre Macht bezieht sich auf ihre Größe, ihren Fähigkeiten, als auch das Alter von Millionen von Jahren. Durch seine Vormachtstellung innerhalb der Titanen wird Godzilla hier als Wächter unseres Planeten gesehen. Er wird hier Titanus Gojira genannt und ist auch ein echter Berserker. Der Monsterverse Godzilla ist dermaßen körperlich stark und wendig, dass er wahrscheinlich die körperlich stärkste Inkarnation der Reihe ist. Daher sind Shin Godzilla und der Monsterverse Godzilla zwei völlig unterschiedliche Charaktere. Als Shin Godzilla 2016 seine Premiere feierte, wurde er bei darauffolgenden Filmfesten quasi mit Preisen überflutet. Die Bedeutung dieses Films für das Genre ist nicht zu unterschätzen, denn hier konnte die Toho auch dem Mainstream-Zuschauer zeigen, welche Wucht und Brillanz in einem Godzilla-Film stecken. Die Art der Spezialeffekte braucht sich nicht hinter denen von Hollywood zu verstecken. Dies war ja immer der Kritikpunkt von oberflächlichen Kritikern. Und damit Godzilla Final Wars, der letzte Film in der Stop-Motion-Animation gedreht wurde, konnte somit ein neues und moderneres Kapitel aufgeschlagen werden. Mit nur einem Film konnte die Toho Godzilla nun weltweit wieder salonfähig machen. Das Team rund um den beiden Regisseuren Anno und Higuchi hat den Spagat geschafft, Godzilla zwar neu zu interpretieren, aber auch den klassischen Stil nur etwas aufgepimpter beizubehalten. Inwieweit die mögliche Transformation Shin Godzillas im angekündigten zweiten Teil weitergeht, ist bisher ungewiss. Die humanoiden Formen am Ende des ersten Teils sind aber mehr als absurd und ich bin gespannt, ob der zweite Teil darauf aufbauen wird. Shin Godzilla ist so dermaßen abgedreht, was ihn auch gleichzeitig so interessant macht. In meinen Augen repräsentieren beide Wesen das Genre hervorragend. Toho sowie Hollywood ist es gelungen, ein zweites Golden Age des Kaiju Eiga zu schaffen. Wir hoffen, das Video hat euch gefallen. Bis dann! Es war Frankenstein.